pleasure of driving Aston Martin. Ja, Aston Martin ist immer verbunden mit James Bond, das wissen alle. 007. Und welcher Mann möchte schon nicht einmal im Leben ein bisschen James Bond sein? Nun, mit all diesen englischen Autos bestand für mich natürlich immer ein Traum. Das ist der Gentleman's Express par excellence. Und es hieß aber immer, oh, Aston Martin, das ist definitiv Big Toys for Big Boys, sagten die Leute immer. Das kann man nicht bezahlen und auch im Unterhalt und so weiter. Das ist ein Aston Martin DB7. Es gibt ein paar Zusammenhänge zum Bentley, die wir vorher gefilmt haben. Und zwar ist die Marke Lagonda mit W.O. Bentley, also dem Konstrukteur von Bentley, verbunden, weil nachdem er 1931 seine Firma verloren hatte an Rolls-Royce, stellte ihn Lagonda an und er konstruierte dort einen fabelhaften Doppelnockenwellen-Sechszylinder-Motor. Später kaufte David Brown, der Traktorenhersteller, Aston Martin, aber ihm fehlte ein guter Motor. Also kaufte er die Firma Lagonda nur wegen des Motors. Die Konstruktion stammte, wie gesagt, von W.O. Bentley. Und das gab nachher die berühmte Marke Aston Martin Lagonda. Und die DB-Serie, die kommt natürlich von David Brown 2 bis mittlerweile 7 und heute sind wir beim Modell 11 angelangt. Und zu diesem Modell ist zu sagen, dass ohne dieses Modell die Marke Aston Martin nicht überlebt hätte in den 90er Jahren. Die Basis von diesem Modell stammte von Jaguar, vom Modell XJS. Und Tom Walkinshaw Racing konstruierte dann diesen Sechszylinder Supercharged Motor. Und die Karosserie, die wurde lustigerweise dann vom Rolls-Royce-Werk, also Rolls-Royce und Bentley-Werk in Crewe angeliefert, schon fertig lackiert. Die Autos, die Aston Martin später wieder baute, unter dem fabulösen Dr. Ulrich Beetz als Chef von Aston Martin, die waren wieder eigentlich viel mehr Sportwagen. Ich hatte auch mal die Gelegenheit, einen V8 Vantage zu fahren. Und der ist hart in der Federung, das war nicht wirklich komfortabel. Und so gibt es jetzt Leute, die sagen, dieses Auto ist der echte Grand Tourer, weil es eben den Komfort auch bietet. Natürlich sind auch die Fahrleistungen ein bisschen weniger schnell als von den späteren Modellen, den echten Sportwagen wieder. Aber für Grand Touring reicht es. Und dieser Wagen ist jetzt eher komfortabel, er hat auch nicht einen Sound, wie das die heutigen Sportwagen haben, die ja durch Sound Engineering in der Auspuffanlage so, ich sage fast ein bisschen vulgär klingen. Dieser Wagen klingt noch kultiviert und trotzdem, man hört dieses Weinen des Kompressors, ein singendes Geräusch, das auch nicht alle mögen, aber ich finde es jetzt okay für dieses Auto. Ja, das ist echter GT, Grand Touring. Was mich auch schon als kleinen Jungen immer fasziniert hatte, das ist schlicht und einfach der Geruch der verschiedenen Materialien, nämlich Leder, Holz, nachher die Lamboll-Teppiche, die geben auch einen speziellen Geruch ab. Und heute ist es sogar so, dass man versucht, diese Gerüche künstlich nachzuproduzieren, weil sie mit den heutigen Ledern, die nicht mehr chromgegerbt sind, nicht einfach mehr so da sind. Aber es ist wirklich eines der speziellen Erlebnisse bei allen englischen Autos, ist dieser Geruch, wenn man einsteigt. Und es ist eigentlich schade, dass man diese Gerüche nicht im Film einfangen kann.